Also, ich fasse mal zusammen. Ich bin verheiratet, bin hergekommen, um meinen Freund Bill zu holen. Obviously. Oha. Ich kann ihn doch häuten. Gut, dass Jo nicht da ist. Ne, bevor es die anderen machen. Was durch das? Hm? Ah, Jäger und so, okay. Ja, das Huhn hat sie eh erledigt, ne? Ja, würde ich mal sagen, gucken wir uns gleich nochmal die Karnickel an, wa? Haha. So. Dann haben wir noch einen erwischt. Was jetzt geskippt, die Animation? Nice. So, wo? Da, ne? Hier ist vor der Bahnhof. Da hinten. Nee, wo war denn? Da. Da hinten war die Farm. Also das Farmhaus, Haupthaus. Okay. Spannend. Also die Hühner sind gar nicht im Stall, aber die Kojoten haben sie gerade aus dem Stall geholt, oder was? Lass mich hier hoch. Oder haben sie die hier aus dem Gatter geholt? Gibt's gar keine Hühners. Kannst den Cowboys jetzt beim Patrouillieren von McFarlanes Ranch helfen? Ah. Ein Nachtauftrag quasi. Aha. Die werden blöd gucken, wenn sie gleich ein gehäutetes Kaninchen finden. Come on, let's get this over with. You stink. So. Kannst du übersehen? Da liegt doch noch eins, oder? Nee. Und von der Person. Guck mal, wir haben fast Meisterjäger Level 1. Wir haben Meisterjäger Level 1 schon fast. Aha. Reiten wir doch mal eine Runde, oder? Follow Charlie. He's a good one to sniff out trouble. Stick next to the dog, mister. Achso, okay, ich gehe mit dem Hund. Und dann... Stoppe alle Verbrecher, auf die du stößt, mit allen erforderlichen Mitteln, bevor der Morgen anbricht. Oha. Weiß ehrlich gesagt nicht. Ah, gedrückt halten, okay. Sind Kaninchen auch Verbrecher, oder? Ich frag nur. Ah, guck mal, wir haben schon keinen Verband mehr, ne? Oder haben wir einfach die Weste drüber gezogen? Der Hund ist ja niedlich. Howdy.
Wenn man überlegt, dass ich halt schon selber ein Verbrecher war, ne? Oh, ich höre Schlägerei. Da hinten. Wer ist der Verbrecher? That's it! Run! You coward! I'm gonna fill you full of holes! Hätte ich was anderes machen sollen? Ich meine, was hätte ich tun sollen? Abstechen? Zuschlagen? Kann nicht zuschlagen. Ach, ich muss gedrückt halten. Ja, muss am ersten Tag nicht gleich so auffallen, ne? Outfit der Baller-Zwilling autorisiert. Ah, okay. Das heißt, ich habe jetzt quasi... Niemand muss nicht auffallen. Naja, wenn ich jetzt hier direkt zur Waffe gegriffen hätte oder so, ne? Noch zu Bonnie gehen. In der Nacht. Also, don't get me wrong, aber das hat doch schon wieder geknistert zwischen den beiden. Das habe ich auch schon gemerkt. Die haben nicht mal die Uhrzeiten geändert. Kommt zwischen 5 AM und 10 PM wieder. 5 Uhr früh, zwischen 5 Uhr früh und 10 Uhr abends. Kann ich hier was kochen? Nö. Muss ja sowas wie ein Inventar geben. Karte. Okay, wir wissen schon mal. Wie groß die Map ist. Ja, ich habe schon I gedrückt. So clever war ich schon. Jojo. Und Tab ist es nicht. Also Tab gedrückt halten ist das. Aber ich habe doch Kaninchenfleisch. Du hast es nicht gesehen. Ich habe die Kaninchen und die Kojoten alle noch gehäutet. Deswegen... Weiß ich aber nicht, wofür... Also was mir das gebracht hat. Er macht nicht mal die Tür zu, wenn er ins Bett geht. Wow. Speicher nur mit Enter, okay. Ja, bitte. Im Wilden Westen konnte man nicht ausschlafen, nach 6 Stunden. Es gibt Hasen- und Kojotensuppe, ja, hätte ich jetzt gedacht, aber ich hab mir offensichtlich Federn und Fleisch eingesammelt. Aber ich kann damit nichts machen. Ich guck mal schnell, ob in den Tastatur. Gießen, Waffe ziehen, nachladen, Dead Eye. Tasche öffnen ist B. Pfeifen ist H. E wie Backpack macht ja Sinn. Oh je. Oh je. Z. Vorräte. Das haben wir schon mal. Aber ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass man jetzt irgendwo was kochen kann oder man muss es in seinem eigenen Lager machen. Hello there, ma'am. I will support you good. Wir können ja mal in den General Store gehen und gucken, was da so geben tut auch. They say a wedding's gonna be in town. The bride's that catalog woman old Jefferson found. Nice to see you.
Sieht allgemein sehr general aus. Kaufen. Die Überlebenskünstlerkarte für 25 $. Hannigan's Stat. Schlangenöl. Es gibt keine Munition, die ich kaufen kann. Highline Chestnut. 10.000? Also ich finde ja 1.000 $ schon viel, ne? Aber... Sure. Let's see what you got. Ich weiß halt nicht, ob wir das für irgendwas noch brauchen. Well, hello there. Much obliged. Ja, mal gucken. Ja, mal schauen, werden wir mal schauen. Brauchte man das für Red Dead 2? Zum Kochen auf jeden Fall, aber den Hasenpelz und sowas. Oh. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine, thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Die flirtet doch. Die flirtet doch. All right, I'll show you how we ride round these parts. Die flirtet doch, Chat. Yeah! Gee up! Go! Das mit den Sporen muss ich noch üben. Whoa there! Gut, dass ich... Hui. On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. Howdy. This is gonna be close. Come on. Ich muss nur aufpassen wegen der Ausdauer von meinem This Pferd. sure beats milking cows. Und ich muss generell aufpassen, wir wissen alle, wie gern ich in Red Dead Redemption 2 irgendwo über irgendwas gefallen bin. Would you like me to slow down? Come. Should I wait for you to catch up? Aber ich glaube, die How you Chance, doing back there? hier irgendwo hängen zu bleiben, ist relativ gering. Are you saving the best for last? I bet you're starting to regret your brave words, Miss McFarland. Yeah. Come on. Isn't this jolly? Come on, boys. Where do you think you're going? Come on. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich absolut keine... Ich weiß absolut nicht, wie es mit der Ausdauer hierher ist.
brauchst du nur, wenn ich dem Gaul die Sporen gebe. Let's go! Let's go! Yeah! Ha! Easy. Easy now. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Kannst du mit Marshall Johnson und Armadillo sprechen? Begib dich zum M auf deiner Karte. Ich bin noch stark am Überleben. Gute Taten, ob groß oder klein, werden von der Bevölkerung den Gesetzeshütern registriert. Hast du genügend Gutes getan, wirst du mit Rabatten, gesteigerte Toleranz, der Shares und anderen Vorteilen bedacht. Ich bedeutsame Taten, egal ob gut oder schlecht, wirst du berühmt oder berüchtigt und veränderst das Verhalten der Bevölkerung und Gesetzeshütern dir gegenüber. Bin ja eigentlich ein guter, ne? Bin ja ein guter eigentlich. Ich überlege jetzt noch, wie ich das am besten mache. Ist natürlich schwieriger, Geld zu machen, wenn man ein guter Dude ist, ne? Vermute ich mal. Da kriegt man nur Geld durch Aufträge. Kann man nichts ausräumen, ausräubern, etc. pp. Und ich überlege, ob ich erstmal irgendwie die Welt erkunde. Oder ob ich schon vorher erkunde, also ob ich die Welt erkunde, ne? Oder ob ich gleich die Story spiele. Be the baddest of them all? Nee, Jojo. Wollen wir erstmal noch kurz bei ihr reingucken? Vielleicht können wir da noch was reißen. Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the driver's seat. Come on. Ja, das ist doch gut, ne? Stell dir vor, wir werden jetzt erst nach Amarillo geritten. Da können wir vielleicht beides miteinander verbinden. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? If you don't mind, could we please return to the road? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. So, die Frage ist jetzt, was hier los ist. Die reiten ja hier wie der Teufel, die Leute teilweise. I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarland. Oh, please.
Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. Pick up the pace a little. It's quite a drive to Armadillo. Come on, Mr. Marston. I want to get to Armadillo before the stores close. You Aber never ich did tell me where you live. I have a würde da small gerne gucken holding gehen. up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. What have we stopped for? Just an old dog who's Mr. as lazy Marston, as a what's lizard wrong? on a hot day. The kind of Are you fella just laboring going under the to walk away delusion that now? age brings wisdom. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We go way back, and I didn't have a lot of choice. I'd be getting back there if I was you. That's what I'm trying to do, miss. Crack that whip. We don't have all day. Pick up the pace a little. Das ist ja lustig. Armadillo. Come on, Mr. Marston. I want to get to Auf der Stelle Armadillo before gewendet. the stores close. How well do you know New Austin? I don't. We talked about coming down here many times, but never made it. Who's we? Me and the folks I used to work with. Yeah, New Austin. The last real outlaw country, where the old ways still hold true. If you do a man wrong, he'll shoot you for it. If you do a man right, well, he still may shoot you for it. But at least you have an idea of what's right and what's wrong there. Dear, oh dear, Mr. Marston. What dreadful novel did you get that romanticized drivel out of? Those days are long gone, if they were ever here at all. According to Paul, those days were just people shooting each other because they lost at cards. We'll be lucky if our ranch survives another 5 years. Businessmen are the new cowboys. Das ist einfach ein wildes Pferd. You look like a man who's been through the mill. Thank you. I mean, you've lived some life. I'm 27 years old and I have rarely left Hennigan's stead. Although many years ago we did briefly employ a French governess. Well, I think she was French. She said she was French, but she spoke Russian. That was when Paul thought I would become a lady. A change of pasture doesn't always make for a fatter calf. I know, and I wouldn't change my life for all the money in the world. I'm just saying, sometimes I wish I'd been, well, braver. Been to more places, seen more things. If you ask me, it usually takes more strength to stay than to run, Miss McFarland. Wie langsam kann man sein? Junge, ich hab einen Karren. So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Ich überlege gerade, wenn er sagt, er ist verheiratet, ich weiß gar nicht mit wem. Right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Ehrlicherweise habe ich keine Ahnung, wie alt John aktuell ist. Der müsste doch schon locker an die 40 sein. Die ist 27. Mit ein paar Daddy-Issues. Why not? How would Armadillo get by without me? Howdy, mister. Finally come to get that bullet out your leg. Anything you need, just holler. I hope that helps. Ausverkauft. F für Info. Füllt dein Dead-Eye auf. That's a tough decision. Howdy. I got stock of them electric belts if you need to lose weight. Thanks a lot. Nobody saw where he hid the cars. Ich kann auch nur genau einmal Good money. On
Ah, jetzt kann ich in die Tasche gucken. Ja. Das ist halt die Frage. Wenn er dunkelrot ist, stirbst du. Ja, perfekt. Das ist eine gute Anzeige. Mein Dead Eye füllt sich halt auch gar nicht normal auf, ne? Ich sehe, da ist so ein kleiner... Ihr seht das nicht, weil ich davor sitze, aber da der rote Balken, der ist immer noch angerissen von letztes Mal, wo ich es getestet habe. So, ich gehe mal davon aus, dass man nirgendwo so richtig rein kann. Der Sheriff hier sieht untergekommener aus, als der auf der Farm. Guck. Oh. Hoppala, es liegt an der Steuerung. Ich wollte den Stuhl nicht umschmeißen. Der General Store sieht einfach aus wie ein Saloon. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Linda, Santa, Reyes, all the same. They just want Armadillo railroads. I declare. Wenn du Amarillo verlassen möchtest, musst du eine der Postkutschen, die gewöhnlich hinter der Frachtstation B und entladen werden. Ah, okay. Das ist halt lustig. Ich wollte nämlich sagen, die Leiste füllt sich ja gar nicht, aber jetzt bei der Ehre zum Beispiel ist das nach links oder nach rechts, ne? Ah, ich kann mir hier eine Immobilie kaufen. Poker. Kann man auch spielen. Da gibt es Movies Theater. Kann das sein? So, jetzt kann ich erst richtig loslegen. Was haben wir denn hier? Kinosaal. Aha. Gehen wir mal in Büchsenmacher rein. Okay. Excuse me, mister. Come on now. Das ist ein bisschen falsch schon mal auf der Bank, aber ist okay. They're all fine guns. Hello, friend. There you go. Warum ist die nicht verfügbar? Also, ich kann meine Knarre auch gar nicht verkaufen, selbst wenn ich wollte, ne? Ich könnte ein Patronengurt kaufen. Das ist aber halt die Sache, ich habe ja einen Gurt. Thank you very much. Was ich weiß, dass die Leute hier haben ja gemeckert, dass es keinen Online-Modus gibt, ne? Also es gab glaube ich einen Multiplayer in der Originalversion, aber den haben sie nicht mit rübergenommen. Und da haben sie ein bisschen abgekotzt, die Leute.
Schläft der Sheriff in der Zelle? Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them, one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. On what, you getting kicked with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. Hat mir mal jemand mitgezählt, wie oft hier schon ausgespuckt wurde? Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Let's head over to the saloon. Ja, das wird ja spannend, ne? So who we looking for? Bunch of 2-bit hoodlums, led by this fella called Walt. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government.